Tag miteinander. Wir haben es ja schon gesehen im Intro. Heute schauen wir etwas ganz Cooles an, und zwar den neuen Sexy Dash. Vielen Dank schon mal an Enotto fürs Zuschicken von dem coolen Gerät. Und ich würde sagen, wir schauen das mal an. Da ist das hübsche Ding. Schaut euch das mal an. CarPlay da, Apple CarPlay. Habt ihr da alles drauf? Inklusive Karten, Weg, alles. Positionieren könnt ihr es eigentlich auch weiter vorne, wenn ihr es lieber weiter vorne habt. Ich habe es gerne da hinten platziert. Es hat hier verschiedene Schirme, die ihr konfigurieren könnt. Ihr könnt die auch hier am Rädchen die wechseln. Und seht ihr, das Screen wechselt. Es hat hier ein paar vorkonfigurierte. Genau, da seht ihr schön Apple CarPlay in gross. Da könnt ihr hier rumblättern. Das sind eigentlich 5 Stundenkilometer wechseln. 5 Stundenkilometer auf und runter. Tut ihr den Screen wechseln. Wenn ihr nur 1 Stundenkilometer wechselt, da haben wir das Handschuhfach, Glovebox da unten. Dann könnt ihr mit dem einen Schritt eigentlich da die Fensterchen wechseln. Man sieht es. Ich schaue, ob man es besser sieht. Jetzt seht ihr, jetzt ist es weiß umrandet, es ist angewählt, jetzt ist es nicht mehr weiß umrandet, jetzt ist es weiß umrandet. Und jetzt kann ich mit dem, Rädchen nach rechts rüber drücken. Und dann seht ihr, wird es aktiviert und dann geht das Handschuhfach auf. So könnt ihr eigentlich all die verschiedenen Funktionen anwählen. Natürlich könnt ihr euch die ganzen Screens euch selber konfigurieren. Ihr könnt euch auch selber neue Screens anlegen. Dann könnt ihr mehr oder weniger da auf dem Screen kann man da länger drauf drücken und dann kann man da die ganzen Widgets entweder konfigurieren. Genau, so kann man jetzt auswählen, welches Widget das man haben will. Man kann da die Grösse anpassen, jeweils vom Widget. Bei gewissen könnt ihr auswählen, was ihr haben wollt. Es hat da ganz verschiedene. Es hat auch, da ist es unterteilt in Stats. Das sind nur Statistiken. Da könnt ihr eigentlich nur Werte anschauen, nichts machen. Dann gibt es dort Actions. Da könnt ihr natürlich die ganzen Actions konfigurieren und ausführen. So wie ich das vorher beim Handschuhfach gezeigt habe. Das ist ja eigentlich unendlich, die Möglichkeiten, die ihr habt. Also alles, was ihr in einer Sexy App oder mit den Buttons oder mit dem Knob könnt konfigurieren, könnt ihr da euch auch konfigurieren. Länger draufdrücken, konfigurieren. Dann könnt ihr das auswählen, dann könnt ihr da die Grösse sagen. Dann könnt ihr es variieren. Entweder nur 1 groß, 2, 3, 4 oder das Maximum. Genau, das Maximum ist jetzt 5, wo er Platz hat da. So, dann ist das so groß. Und wenn ihr es halt dann nur 2 auf 2 macht, seht ihr, dann ist es dann nur so klein da, dann hat er noch mehr Platz für eine weitere Fensterchen. Es ist erst ein Prototyp, könnt ihr aber jetzt bereits vorbestellen. Zu einem super Preis. Es sollte dann im Februar rauskommen. Und es kommen natürlich auch noch viele weitere Funktionen dazu. Was sicher auch noch dazukommen ist die ganze Integration mit den anderen Devices oder mit den anderen Geräten, die ihr da bestellen könnt bei der Enotto. Zum Beispiel da der Sexy Knob, der jetzt gerade nicht konfiguriert ist. Das sollte dann nachher so sein, wenn ihr den dreht. Dann solltet ihr nachher das Menü auch da drauf sehen. Das kommt aber alles noch. Ja, wie man das Ganze installiert, den Sexy Dash, wie man die Verkabelung macht, wie man es einrichtet und so weiter, das zeige ich euch dann mal in einem anderen Video. Ich probiere jetzt das Ding mal noch ein bisschen aus die nächsten paar Tage. Ich habe es jetzt schon 2-3 Tage im Betrieb. Funktioniert eigentlich soweit tipptopp. Das wäre es eigentlich gewesen. Nur kurz mal den Sexy Dash vorstellen. Nochmal vielen Dank, dass ich den bekommen habe zum Ausprobieren. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder was auch immer, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe einen guten Draht zu den Enotto, zu den Sexy Jungs. Und ja, falls ihr irgendetwas habt, einfach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wäre es das schon gewesen von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao zusammen.